Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Gerät von Acer, und zwar ein Nitro 5. Und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer findet. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellbezeichnung findet man auf der Rückseite, und zwar genau hier. Und ja, mit dieser Nummer findet ihr super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein lässt sich zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch hier relativ einfach ist. Das wird nämlich hier nur von dem Frontrahmen quasi bedeckt. Das heißt, wenn man den Frontrahmen löst, kommt man so an das Display ran. Bei der Tastatur ist es so, die kommt zusammen mit dem Topcase. Das Touchpad kann man allerdings auch einzeln tauschen. Um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man als allererstes alle Schrauben lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Und die sind auch alle gleich lang, sind alles ganz normale Kreuzschrauben. Und generell benutze ich hier für alle Arbeiten ein Universalwerkzeugset, super praktisch. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung. Und da ist alles dabei, was man so gebrauchen kann. Öffner, Pinsetten, ein Schraubendreher-Set mit allen erdenklichen Aufsätzen. Die habe ich mir jetzt hier schon mal zurechtgelegt. Und in dem Fall für die Kreuzschrauben nehme ich da ein PH0 als Aufsatz. Um die Unterseite zu lösen, benutze ich hier einen der Öffner aus dem Werkzeugset. Und ich zeige euch mal, wo die Verbindungslinie eigentlich ist. Und zwar ist die Unterseite hier und geht dann aber nicht hier lang, sondern hier oben. Und dann hier auf der Rückseite tatsächlich einmal gerade durch. Und ja, auch auf der Vorderseite hier vorne ist die Verbindung. Und ja, ich versuche im Normalfall auf der Rückseite anzufangen und gehe da mit dem Öffner zwischen die Gehäuseunterseite und versuche da quasi das nach oben zu hebeln. Und das geht manchmal leichter und manchmal schwerer, auch ein bisschen davon abhängig, wie oft das Gerät schon geöffnet wurde. Wenn das jetzt noch gar nicht geöffnet wurde, dann ist das meist ein bisschen schwerer, aber das Prinzip bleibt das gleiche. Das laute Knacken hier ist übrigens auch völlig normal. Das ist einfach, wenn sich die Einraststellen lösen. Da braucht man also keine Angst zu haben. Und so arbeitet man sich dann im Grunde genommen einmal um das Gerät. Genau so. Und dann sieht man auch, wie das an der Seite sich hier schon öffnet. Und an der Stelle ist immer so ein kleines bisschen Vorsicht hier mit den Rippen. Genau. Genau, und falls das mal auf einer Seite besonders schwer geht, kann man auch auf einer anderen Seite anfangen. Also man könnte jetzt auch versuchen, auf der Vorderseite anzufangen und das da nach oben zu hebeln. Das funktioniert in dem Fall genauso gut. Und dann ist es letztendlich nur noch eine Geduldsfrage, bis man irgendwann, kann man auch mit den Händen meistens schon drunter fassen und das mit ein bisschen Wippen und hin und her ruckeln dann abziehen, so wie hier jetzt zum Beispiel. Und ja, so sieht dann das Gerät von innen aus. So, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres an dem Gerät machen, trennen wir auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass hier auch wirklich kein Strom mehr drauf ist. Und wir sehen das Kabel vom Akku, das läuft hier entlang und das kann man dann einfach nach hinten hin aus dem Slot ziehen, genau so. Und ist so auf jeden Fall mal auf der sicheren Seite.
Was man hier noch sehen kann, ist, dass hier drüben noch Platz für eine 2,5 Zoll Festplatte ist. Vielleicht ist da auch eine verbaut. Und in dem Fall ist es so, das Gehäuse ist hier schon dabei. Allerdings müsste man den Adapter SATA mit dazu bestellen und der wird dann hier mit einem Kippstecker oder Kippschalter am Mainboard verbunden. Wir sehen hier die SSD. Da wäre auch noch Platz für eine zweite SSD. Dann ist hier das WLAN-Modul mit den beiden Antennen. Wir sehen hier die beiden RAM-Slots. Da sind die Lüfter und der Heatsink für CPU und GPU. Und hier kann man auch noch sehen, wenn wir den Akku ausgebaut haben, die CMOS-Batterie, BIOS-Batterie darunter. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal an, den Akku auszubauen. Der wird hier nur von 2 Schrauben gehalten und ist hier ein bisschen eingehangen. Und ja, sobald man die Schrauben raus hat, kann man den hier so ein bisschen, also muss man hier ein bisschen schieben und dann hier ein bisschen schieben. Und dann kann man den Akku aus dem Gerät nehmen und ja, so gegebenenfalls auch tauschen. So, direkt unter dem Akku sehen wir hier übrigens auch das Touchpad. Und da ist es so, ich habe jetzt schon mal diese beiden Schrauben hier rausgenommen. Die halten quasi hier dieses kleine Board. Ja, und da kann man sehen, dass das Touchpad hier quasi nur eingeklemmt ist. Das heißt, man nimmt jetzt noch die 3 Schrauben hier raus, damit man das Blech hier abnehmen kann. Und dann wird das Touchpad quasi nach oben und nach hinten hin einfach rausgezogen aus diesen Schellen hier. Hier ist noch ein kleines Klebeband, das man abmachen muss. Und ja, das Kabel hier drüben ist mit einem Kippschalter. Das ist das gleiche Prinzip wie bei der HDD. Das heißt, man muss den erst aufklappen. Der wird so nach oben geklappt. Und dann kann man das rausziehen. Und ja, beim Einbau, diese Linien hier, die geben einen ganz guten Hinweis, wie weit das Kabel wieder im Stecker sitzen sollte. Also da wieder ganz nach hinten rein. Bisschen unhandlich hier, dann wird es wieder zugeklappt. Und ja, dann auch die Platine wieder drauf und das Ganze verschrauben. So käme man an das Touchpad ran. Den RAM zu tauschen ist wie bei eigentlich allen Geräten super einfach. Der wird nämlich immer nur von diesen beiden silbernen Klammern hier gehalten. Das heißt, wenn man die so ein bisschen nach außen zieht, kommt der einem quasi schon entgegen, kann einfach aus dem Slot gezogen werden. Und ja, so kann man eben nachrüsten oder auch austauschen. Und der kommt dann auch so in den Slot zurück. Der geht auch nur in eine Richtung, so passt der gar nicht. Bis ganz nach hinten und nach unten drücken, bis die Klammern wieder einrasten. Und ja, genauso einfach ist auch die SSD. Die wird nämlich nur von einer Schraube gehalten. Und sobald man die gelöst hat, kann man die SSD einfach nach hinten aus dem Slot ziehen und eben auch tauschen oder in dem anderen eben einbauen. Und das gleiche Prinzip hier, die passt nur in eine Richtung rein. So geht es nicht. Das heißt, die kommt zurück bis ganz nach hinten. Gleiches Prinzip, nach unten drücken und wieder verschrauben. Also absolut mega easy. Und ja, also auch bei den Lüftern ist es so, die kann man einzeln tauschen, beide. Und da ist es so, die sind hier so mit einem Klebeband noch verklebt, aber ich zeige euch das mal exemplarisch an dem hier. Das kann man quasi einfach hier abziehen. Bei den neuen Lüftern sind, glaube ich, diese Klebestreifen hier sogar mit dabei. Und dann wird der Lüfter an sich nur von 2 Schrauben hier gehalten. Auch das zeige ich euch mal schnell. Und dann sehen wir hier noch das Lüfterkabel. Und in dem Fall ist es so, das kommt nach hinten hin einfach raus. Und ja, wie gesagt, Klebeband noch ab. So kann man den Lüfter dann eben tauschen. Ich lasse das jetzt hier mal dran, aber man sieht das ja hier ganz gut. Genau. Und beim Wiederverbinden, das ist ja ganz ordentlich hier. Beim Wiederverbinden ist es hier auf jeden Fall so,
Man sollte tatsächlich erst das Lüfterkabel wieder verbinden, dass man es nicht vergisst. Das ist wirklich wichtig. Da kann man auch auf der einen Seite hier Kontakte sehen. Die sind auch nur auf der einen Seite. Und beim Wiederverbinden zeigen die nach oben. Das heißt, ich verbinde als erstes das Kabel wieder. Dann legt man den Lüfter auf die Position, der fällt direkt auf die Gewinde. Genau so. Dann gibt es hier noch so einen kleinen Kabelhalter, wenn der halten würde tatsächlich. Ja. Dann kommen die Klebebänder wieder drüber. Und ja, dann muss man den Lüfter nur noch wieder verschrauben. Also absolut kein Hexenwerk. Beim Akkueinbau ist es so, der wird hier tatsächlich wieder richtig eingehakt. Das heißt, wenn man den jetzt einfach nur hier drauf legt, der hat hier auch so kleine Öffnungen als Positionierhilfe, dann könnte man jetzt denken, dass der richtig drauf ist und theoretisch würde das wahrscheinlich auch funktionieren, aber diese Noppe hier steht halt jetzt über. Das heißt, hier muss man wirklich erst da drunter und das gleiche auf der Seite auch da drunter. Und dann sitzt der quasi richtig und muss nur wieder von den beiden Schrauben hier gehalten werden. Ja, und genauso wie bei dem Lüfter. Nicht vergessen, das Kabel wieder zu verbinden, dass das Laptop dann auch wieder anspringt. Sonst muss man den ganzen Kladderadatsch nochmal machen und das will man normalerweise nicht. Genau, ich mache jetzt auch das Klebeband hier noch wieder drüber. Und ja, dann kann die Unterseite wieder verbunden werden. Und die legt man jetzt einfach wieder gerade von oben auf das Gerät und drückt die fest nach unten. Und da kann man ruhig auch in der Mitte kräftig runterdrücken, dass hier alle Einraststellen wieder sich verbinden. Ich gehe am Ende auch immer noch einmal um das Gerät herum und schaue, dass nirgendwo mehr eine Öffnung wie hier zu sehen ist. Auch auf der Rückseite. Dann müssen nur noch alle Schrauben wieder reingedreht werden und ja, so schnell ging das. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.